1989 die Mauer fiel. In dem Moment habe ich natürlich in dem Abend also durch Radio gehört, und da habe ich gesehen, wie die Menschen zum Beispiel von Osten nach Westen kamen, am Fenster gesehen. So habe ich gesagt, also jetzt muss ich mal dann wirklich beginnen zu zeichnen, ja, also, oder malen. Ich wollte überhaupt keine Fotos machen, also bewusst, weil ich wollte die Gefühle von den Menschen, die dann in die Freiheit sozusagen also fließen nach Westen kommen, wollte ich genau an dieser Stelle herausfinden, was für ein Gefühl haben die Menschen, also die nach Westen kommen, in die Freiheit. Ja. Ob die tatsächlich Angst haben oder was weiß ich, verzweifelt sind, da war in dem Abend, also auf den Gesichter konnte man sehen. Und da habe ich dann natürlich mich viel mehr befasst. Später habe ich dann an die jetzige Eastside Galerie, also dieses Bild ist geschah im November, habe ich dann gemalt, und so habe ich dann die Geschichte sozusagen authentisch dargestellt. Mein Bild war das so tatsächlich, weil ich also einfach in dem Abend alles erlebt hatte, ja, um 24 Uhr nachts, und habe ich durch Radio erfahren. Dann bin ich natürlich zu meinem Fenster gegangen, direkt am Checkpoint Charlie in Friedrichstraße. Auf der linken Seite war dann natürlich Grenzübergang, also eine wichtigste Nadelstelle zwischen Ost und West. Gerade die Eingangsbereich oder Ausgangsbereich für die Ausländer, und die Deutschen durften nicht also an dieser Stelle entlang laufen. Und so, als ich dann erfuhr, ist die Mauer gefallen, dann bin ich schnell zu dem Fenster. Also ich habe gesehen, wie die Menschen langsam nach Westen pilgern. Ja? Also da habe ich gesehen, auf einmal eine riesige Masse, und da war ich natürlich froh. Ich habe erst mal gesagt, gibt's nicht, vielleicht ist es ein Witz. Also da habe ich gesehen, tatsächlich, die Menschen mit Trabi kommen. Ich habe es wirklich in dem Abend, als ich dann 10-mal hoch runter ging, gezielt also hoch runter ging, weil ich wollte genau sehen, wie die Menschen für ein Gefühl haben, wenn die rausziehen, draußen sind, in der Freiheit. Ja. Sicher gab es ja so Leute, die Angst hatten. Oder zum Beispiel manche haben das Gefühl gehabt, Mensch, also ich bin jetzt rausgekommen, also ich kann nicht mehr weiter in den Westen gehen, weil es kann sein, dass die Mauer wieder zugemacht wird. Ja? Dass ich nicht wieder zurückkehren kann zu meinem Rest der Familie. Ja? Oder erstaunliche Gesichter, weinende sozusagen, glücklich, alle waren sozusagen mit unterschiedlichen Gefühlen in dem Mal. Oder manche hatten Sorge gehabt. Also diese sozusagen Gesichter habe ich dann skizziert, und so habe ich dann im Laufe der Nachts, habe ich dann mehrere Bilder sozusagen skizziert, und dann aber später dann habe ich dann weiter bearbeitet, weil diese Öffnung für mich war das eine Öffnung in den sozusagen Freiheit, aber darüber hinaus mit vielen Hintergrund. Nach so vielen Jahren, nach 40, fast 39 Jahren, 30 Jahren, 31 Jahren, trotzdem befasse ich mich immer noch mit dieser Geschichte. Ja. Eine Frau, McLean, die dann in schottische Vertretung im Osten gearbeitet hatte, ab und zu mal kam nach Westen, und da haben wir uns kennengelernt, und dann sagt ja, Mensch, da machen wir gerade diese Geschichte, ob du überhaupt mitmachst. Da habe ich gesagt, natürlich mache ich mit, und so. Genau, das ist dann richtig, also an dieser Stelle zu leben und gleichzeitig also zum ersten Mal aus Ostseilechta die Berliner Mauer zu bemalen. Und das ist dann natürlich mein Wunsch gewesen. Ja. Im Westen durfte man ja, aber im Osten durfte man nicht. Und genau an dieser Stelle, Eastside Galerie, war dann natürlich eine Nahtstelle, wo die Künstler sozusagen weltweit zusammengekommen, 90er Jahre, dass wir gemeinsam diese Idee, diese Gedanken von unterschiedlichen Kulturen an diese kalten Beton sozusagen reproduziert und gleichzeitig aufbewahrt worden von uns. Also für uns war wirklich ein sehr schönes Gefühl, weil man muss so sehen, also die Menschen, die fremden Menschen, Künstler nach Berlin kamen, da konnte man herausfinden, die haben wirklich Sehnsucht, Nähe zu sozusagen andere Menschen, die dann andere Kulturen haben, andere Gedanken haben. Und wenn einer aus Russland kam, hat natürlich ständig gefragt, also was ist denn eigentlich diese Mauer? Also wir wollten immer wieder nah an diese Mauer rangehen und versuchen, also irgendwas zu machen, aber ging es nicht. Jetzt geht es. Dann haben die mich gefragt oftmals, ja, was sollen wir überhaupt malen?
gesagt, also malt hier, was ihr überhaupt wollt, ja, weil früher im Osten durfte man nicht alles, ja. Wenn du dann also irgendwas nicht für Partei, Funktionär was gemacht hattest, hattest du überhaupt keinen Auftrag gekriegt, ja. Hier darfst du alles machen, was du willst, aber nicht Propagandakunst. Wir müssen versuchen, also einfach die Gefühle, die dann in diese Zeitepoche, die wir erlebt haben, auch haben, von den anderen Menschen bekommen, müssen wir dann auf diesen kalten Beton sozusagen auftragen. Und das ist sehr wichtig für die nachkommende Generation. Das haben wir gemacht. Und das waren natürlich kalte Zeiten, wirklich. Es war Ende Februar. Es war so kalt, dass wir alle 20 Minuten manchmal mussten wir dann aufhören und in den Wagen, so eine Kiosk war, so eine Wagenburger drin, da haben wir dort zum Beispiel uns gewärmt, ja, und da haben wir dann uns ausgetauscht, ja, und dann sind wir immer wieder hingegangen, haben wir unsere Bilder sozusagen, bis es dann im Sommer, so fast ungefähr 6 Monate hat es gedauert, bis September waren wir dann fertig. Also im Sommer sogar manchmal war es so heiß, trotzdem haben wir dann weitergemacht, weil diese Freiheitsgefühle als Künstler hat man natürlich, versucht man durch die künstlerische Vorstellung Ideen einfach raufbringen, und das haben wir dann also in diesem Zeitraum